Bom dia and welcome to our next update. It is finally time to set up our base camp. A big step for us as we can finally live on our land. At the moment we drive 1 hour from the house of Lilian's parents in Alentejo to Montinho every day. Bist du excited? I'm excited! Guck dir diese Aussicht an von hier. Hier oben muss noch ein Liegestuhl hin. Der hier mal dran geht, der muss an sich erstmal sonnen. We would like to set up our base camp on the terrace with the old pig barn that Sina Virgilio cleared out in episode 4. If you haven't seen it yet, then click on the link in the corner. He did a fantastic job. Before the tiny house can arrive, we first have to take care of the infrastructure. And what is the most important thing? Electricity. So a few meters above the terrace is an old water tank that provides the perfect basis for a solar system. Du kennst mich, Roland. Ja, aber das ist übertrieben. Meinst du, das reicht? Ja, das reicht. Gut. Da schmeißen wir ein paar dicke Brocken Ja, rein. können wir ja noch machen, aber ich wollte die Muttererde da rauskriegen. Ja, Die okay. sinkt ja ab. Joachim, okay. Machen wir. Okay. Roland and my dad love to tease each other because they always have different opinions and approaches. It's super fun. At that time, we were still living in Germany and could only fly to Portugal during our vacation. During this time, Roland had already built a wooden plateau for a terrace and our tent. Also, Sand, 3 Steine. Sand, 3 Steine. Da gibt es unterschiedliche Mischungen natürlich, wie immer. Ne? We weren't sure if we really wanted to publish YouTube videos, so we didn't film everything we did at that time. We are sorry if some progress is a little too quickly or if we don't have any film material on some topics. From episode 9 we are up to date and you will get more real insights into our daily life and our weekly progress. Wir müssen Zement holen. Echt? Wie du irgendwie dich richtig aufs Maul legst oder so. Aber Papa, nee, komm, lass es. Oh, nee. Ich kann es dir anreichen. Hat man das fest? Ja. The path up to the water tank is quite steep and Roland had problems getting up with the concrete buckets. So he and Lilian decided to build a staircase. Okay. Das jetzt auch so rein? Guck mal jetzt, Oberkante hier. Ja. So, festschrauben. Ich mache das auf einer Seite fest. Ja. Dann wird alles weg. Okay. So, jetzt kannst du es selber sehen, sehr gut sehen. Ne? Jetzt müssen wir nämlich die Seite, weil wir hier die Seite. Verschwunden. Aber Hier. das ist aber das große Brett. Nimm den aber nicht. Hier muss sein. Den hier ist hier oben. Ne? Wir können noch 2 reinmachen, aber ich will erstmal hinstellen. Geil, ne? Jetzt hast du selben Luftfreude Gefühle wie ich. Okay, heute Treppenbau. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie habe ich mich gemacht?
Ja, natürlich 10. Und Papa? Zeig mir ein Doppel nach oben. Beide? Beide? In the meantime, my dad and I tried to build a metal cabin as a stand for the control panel. Never in my life I've seen a worse instruction manual, and that's why it took us ages to build the cabin. Und wie viel? Guck mich mal an und sag irgendwas. 37. Ja, in einem Jahr. Das kann natürlich sein. Dann sind die ersten Dinger drin, die Kratzer. Da ist ein Stein, ein Brett draufgefallen. Da ist der Kuckuck was oder irgend so. Ja, das sowieso. Ja, so. Und dann stehst du da. Und, ja auch schon und wenn du dich darüber aufregst, wirst du wahnsinnig. So, sollen wir das machen? Ja, habe ich eine Wahl? Nein. Nein, du hast keine Wahl. Ja. Bin ja auch nicht, die war ja auch geschwollen. Und tschüss. Da kannst du Mama filmen, das ist so, dann... Das ist so das, was sie wollte. Dich in irgendein Matschloch schicken. Ja, aber das, genau ihr Danke ist mir aber auch gekommen. Ja. Bloß mit der anderen Person. Roland had to climb into the tank to see how stable the base plate was and where he could drill holes for the wooden structure. Gehst du schwimmen? Ja, 60 Zentimeter von der Kante, Ja. wenn du von unten hochkommst. Soll ich mal gucken? Da ist muss ein Rohr rauskommen, ja. Okay. Ja. Ja. Mach einfach fest jetzt. Ja. Nehmen jetzt hierzu parallel setzen. So, wenn ich jetzt auf Eisen bin, haben wir eh Scheiße. So, ich kann halten, ja, kein Problem. Dann musst du jetzt in die nächste Etage gehen und drüber heben. Wir sind auf dem anderen Feld. Du kannst hier die Hände frei lassen. Ich glaube, den Winkel den haben wir gut gewählt. Das ist auch gut. As my dad is an electrical engineer, he installed the solar system himself in Germany and we took it with us to Portugal in our pickup truck. Bewegen wir den Schaltschrank nun die Treppe. Und los! Oh. Gut. Oh. Was machen wir jetzt? Ja! Und weiter. Und weiter. So, jetzt sind wir am Baum. Rüber. Der Baum hängt. Vorsicht! Doch. Alles okay? Alles okay? Wir hängen am Balken. Ja. Ja. Warte. Pass auf den Baum. Hast du ihn geklemmt? Nö. So, jetzt können wir absetzen. Jetzt können wir absetzen. Ja. Vater! Komm, Pause. Pause. Ja, runter. Finger weg, Füße weg. Mach Beckebein. Füße weg, Dave. Ja, ich hab Stahlkappen. Mein Bub hat Stahlkappen. The control panel weighs around 180 kilos, and my dad had been overthinking for weeks about how we could get it on top of the water tank. Lilian then had the brilliant idea of tying it to a scaffold and lifting it with ropes. Ja, jetzt habt ihr das Gewicht, weiß ich. Jetzt kommt ein Stein, Dave. Absetzen, Finger, Füße. Wie stark bist du denn? Ich verstehe das nicht. Mach das hinten mal lang. Ich hab da gar kein Problem mit. Passiert nicht. Also, guck erst mal da oben gerade. Müssten wir eigentlich herkommen, Roland. Du wolltest die Snackstation einrichten.
Ja, ich habe ja keinen guten Untergrund. Ich auch nicht. Ja, dann fällt es ab. Nee, wir sind zu breit. Ja, Das Ding ist zu breit. ja, Ricke, versuch das. Runter. Ja? 1, 2, 3. Langsam. So, hier setzen wir. Hier wird eng. So, hier ist am Stein. Vorsicht, Vorsicht. Ja, hier ist es zu schräg. Ja, ist egal. Hauptsache Füße weg und Hände weg. Ja, gut. So, Freund, jetzt hast du verloren. Dann bis dahin. Du stehst mit deinem Bein genau vor der Kamera. Ordli, ordli. 1, So, 2, 3. Was du machst? Ist drauf. Wir sind drauf. So, Geh ein noch, bisschen nach mir. geh noch was. Warte, ne, so einfach ist nicht Geh mitgehen. du erst mal weg. Warte, ich muss abtauchen. Ja. Vorsicht. Ich gehe hier dran noch und helfe Dave ein bisschen Gewicht zu halten. Oh, wer hat denn hier drin? Ich. Haben ein Bein drunter. Geht das? Moment. Ja. So, jetzt schieben wir. Schieben. So, jetzt tun wir auf die Füße hier. Da ist eine Schraube jetzt, Dave. Du wirst hängen bleiben hier. Hier, ja, dann, wir müssen hier hin, musst du. Warte, ich muss da. Lass mich mal ganz kurz noch. Warte. Ich muss mal wieder abtauchen. Ja, wir haben jetzt. Ich habe mal auf der Stahlkappe liegen. Ja, und hier. Sag, wenn du was. Ja, ich will ihn hier hoch und dann hier gerade ziehen. So. So. Jetzt ist er gleich über die Füße. Ah, warte. Ja, Finger. Okay. Ich mach das mit dem Gerüst. Nur was zu dir, Dave. Pass auf die Finger. Hier raus. Mein Bein. Okay. Jetzt kann man hochstellen, denke ich. Und dann können wir endlich rollen. Es ist vorbei. Endlich. Endlich. Steht da. Yay! Die Diskussionen sind vorbei. Warum gibt mir Ich bin keiner... stolz auf uns. Langsam. Ja. Die Hand dazwischen. Ja. So, jetzt müssen wir ein bisschen... Ich lass jetzt los, ja, oben. Ja, der darf unten nicht wegrollen. Ja. So, hoch. Ja, hast drüber, Dave. Ja. Ja, passt. Ja. Caramba, Jetzt kann man runter. Pass auf, ja. Mach Bremse los. Wie so ein Monkey oder so. Die Technik! Da habe ich ausgerechnet. In die My dad did a great job. He is always very precise, so everything had to be labeled accurately and every cable had to be laid precisely. But the result is amazing. The solar system is in place, so next we need a wastewater tank. Ja, Handwerker, ne? Hab Dreck gesehen. Okay. Gib mir noch ein bisschen nach mir hier. Ja, okay. Ja, gut. Noch ein bisschen, ja. Okay. Wir haben dafür so ein Loch. Stell dir das mal vor, wenn wir ein Loch gegraben haben. Die sind alle bekloppt, die Leute. So, jetzt hat er schon gut. Ja. So. Da musst du gleich noch mal. Ja, stopp. Ja. Alles gut. Guck mal da, ich komm da nicht. Noch da dran. Ja. Ja, warte, jetzt ist er gepackt. So, jetzt so. Oh, tief!
hier kannst du nicht warten. Wenn er Hilfe braucht, sag Bescheid, ne? Before we can put the tank in the hole, we first have to level the ground. Vorsicht, Vorsicht! Wir begraben die jetzt. Wir können uns reinholen. Sollen wir da schieben? Nein, nein, bloß nicht, dann nietet ihr die um. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Sonst geht einfach zur Seite oder so. Danke, weiter, Ja? weiter, weiter, weiter. Jetzt haben wir. Okay. Nee. Geht schon. Geht. Ganz ruhig hinaus. Before we can bury the wastewater tank, it has to be filled with water so that the weight on the sand and gravel does not crush the tank from the outside. So we drove to the spring at the mill to pump water from the stream. Hast du noch so einen flexiblen? Soll ich mal meinen Jungs vormachen? Da damit. Ah, ich hab gedacht, da. Nee, das ist gar nichts. Ja, so ist doch gut. Aber jetzt weiß ich, lief's, ne? Mach den Schwimmer noch rein. Jetzt läuft sie. Das höre ich an dem Motor. Ja, aber die ganze Zeit schon. Jetzt. Jetzt. Der Papa, der zieht rum. Ja, du kannst dort vorbei. Wieder duschen geht. Oh! Der ist mir gar nicht mehr klar. The wastewater tank is also ready to go. Now the tiny house can come. We were never really sure whether the tiny house would even get through the path to the terrace. It was a matter of centimeters in some places, but it worked out in the end.
sorry. It's fine, no worries. Müssen wir hier mit der Brechstange, die ist hier. Die erstmal runter, dann. Also nicht einfach hinter mir so schwer schieben. Einfach nur noch mit Hilfe. Ja, gut, 2 Mann. So, mal die Mitte. Wait. Ja, okay. Ja, ist aber gut, wenn er weg ist. Hier kommt ja Terrasse, musst du nicht weiter. Ist die Terrasse drüber. Ich stell dein Haus, ist jetzt egal. Er hat ganz toll gemacht. Oh, lass ihn mal drücken. Cute. Ach, ja, schön. Let's do a room tour. The tiny house is absolutely amazing and we just love it. It fits perfectly into the surroundings and offers the perfect starting point for the renovation of the ruins. We will live in the tiny house until the first ruin is finished. That's it for today's update. This was the second to last update of the old recordings. Unfortunately, we didn't always film everything and sometimes we had to use cell phone footage. The quality of the videos is not yet what we want it to be in the future, but for sure we'll definitely get there. So thank you for your support and thanks for watching. Bye!